Okay, mach die Augen zu, dann zähle ich bis 3 und dann machst du sie auf. Okay? Okay. Okay. 1, 2, 3. In Deutschland gibt es 300.000 Polizisten, 500.000 Ärzte, 700.000 Erzieherinnen und 1,7 Millionen Pflegekräfte. Demgegenüber stehen 3,5 Millionen Menschen, die ihr Geld damit verdienen, sich selbst im Internet zu zeigen. Man nennt uns Content Creator. Und unser Geschäftsmodell basiert auf deiner Aufmerksamkeit. Laut einer Studie der privaten Hochschule Göttingen träumt inzwischen fast die Hälfte aller Abiturienten von einer Karriere als Influencer oder Creator. Mein Traum war das nicht. Ich bin Jahrgang 94, aufgewachsen im goldenen Zeitalter der Castingshows mit GNTM und DSDS. Und wie so viele träumte auch ich als Kind davon, ein Star zu sein. Da ich aber schon immer Pringles liebte und mein Babyspeck nicht los wurde, kam Modeln nicht in Frage. Also nahm ich mit 12 an einem Gesangswettbewerb teil. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Ich war schlecht. Richtig schlecht. Ich flog bereits in der ersten Runde raus, weinte bitterlich, begrub meinen Traum und wurde 10 Jahre später Erzieherin. Doch in eben diesem Jahrzehnt veränderte sich die Welt. Plötzlich brauchte man keine Castingshows mehr, um gesehen zu werden. Kein Talent, um berühmt zu sein. Nur eine Kamera und den Mut, sich selbst zu zeigen. Menschen wurden reich mit Schminkvideos, mit mehr oder weniger lustigem Content, mit dem eigenen Alltag. Sie filmten ihre Wohnung, ihre Kinder, ihre Trennung. Und ich filmte meine Reisen, mein Fahrrad und mein Zelt, mein Glück und mein Leid, mein Lachen und meine Tränen. Ich wurde nicht reich und nicht berühmt, aber irgendwann verdiente ich Geld damit. Irgendwann wurde das mein Job. Irgendwann performte ich nicht mehr vor kleinen Rackern mit Milchzähnen, sondern vor Zehntausenden Fremden im Internet. Vor euch. Doch heute ist mein letzter Arbeitstag als YouTuberin. Das ist mein letztes Video. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Jetzt muss ich erstmal arbeiten in meinem neuen alten Job als Erzieherin. Anna, deine Tasche. Leute, erstmal frohes neues Jahr. Ja, ich war gerade nicht wirklich arbeiten. Heute ist nämlich Samstag und ich habe frei. Unter der Woche hätte ich wirklich keine Lust gehabt, mich vor der Arbeit noch irgendwie zu filmen. Aber ja, so läuft Content Creation. Authentisch zu sein ist sehr wichtig. Und doch ist alles auch ein bisschen gestaged, wenn Kameras im Spiel sind. Was aber stimmt, ich bin wieder als Erzieherin tätig und ich hänge meine YouTube-Karriere an den Nagel. Dieses Video wird mein vorerst letztes auf diesem Kanal sein. Und genau darüber möchte ich in diesem abschließenden Video sprechen. Wie ihr ja wisst, sind Eugen und ich mit Mitte 20 reisen gegangen. Geplant war ein Jahr Asien, geworden sind es letztlich 7 Jahre um die Welt. In den ersten 4 Jahren haben wir gar nichts öffentlich geteilt, außer ein paar Fotos auf Instagram. Aber irgendwann hatten wir dann doch Lust, Videos zu machen. In erster Linie für uns selbst und für unsere Familien und Freunde daheim. Und am Anfang waren das im Grunde stinknormale, stinklangweilige Vlogs. Aber Eugen ist ein kleiner Perfektionist und entwickelte recht früh einen recht hohen Anspruch an sich selbst. Also hat er sich recht bald überlegt, wie man Videos so aufbauen kann, dass sie einem gewissen künstlerischen Anspruch folgen und einen Mehrwert bieten. Und so begannen wir, einfach mal ehrlich und dokumentarisch darzustellen, wie so ein Reiseleben wirklich aussieht.
Wir haben über Themen gesprochen, die unserer Meinung nach bei anderen Reisevloggern zu kurz kamen. Wir haben uns selbst geöffnet, uns verletzlich gezeigt, über Ängste und Sorgen gesprochen. Wir haben aber auch gesellschaftspolitische Themen behandelt. Wir haben Menschen interviewt und ja, das lief dann alles ganz gut. Aber es war halt von Anfang an Eugens Baby. Er hat gefilmt, er hat die Videos geschnitten, er hat die Voice-Overs geschrieben, er hat die Interviews geführt, er hat das Ganze recherchiert und konzipiert. Er hat mich natürlich immer nach meiner Meinung gefragt und ich fand es auch cool, dass wir diesen Kanal haben. Aber ich habe meine Rolle in dem Ganzen einfach nie wirklich gefunden. Ich habe einfach nie so sehr dafür gebrannt. Und so hat es mir mit der Zeit auch immer weniger Spaß gemacht. Es hat mich immer mehr genervt, wenn wir gefilmt haben und ehrlich gesagt auch psychisch belastet. Was genau ich damit meine, erzähle ich euch gleich. Mir wird es hier ein bisschen kalt und deshalb mache ich mich gleich mal auf den Heimweg und wir sprechen da weiter. Kennt ihr noch den Film Die Truman Show? Darin lebt ein Mann in einer perfekt inszenierten Welt, die nicht real ist. Alles um ihn herum ist Kulisse, seine Freunde, sein Zuhause, sein Job. Ein sorgfältig gebautes Bühnenbild für ein Leben, das nicht ihm gehört. In letzter Zeit denke ich oft an diesen Film, denn was damals nach Fiktion klang, fühlt sich heute erschreckend vertraut an. Mit einem feinen Unterschied. Truman wusste nicht, dass sein Leben eine Show war. Ich hingegen schon. Mich begleiten keine versteckten Kameras. Ich stelle sie selbst auf. Ich filme und teile mein Leben freiwillig. Ich verwandle echte Gefühle in Content und Intimität in Kapital. Ich bin keine Figur in einer fremden Produktion, sondern der Main Character meines eigenen kleinen Formats. Wir leben in Zeiten, in denen es nicht mehr zu reichen scheint, ein ganz normales Leben zu führen. Es muss aufregend sein. Und wir besonders. Bloß nicht langweilig, bloß nicht durchschnittlich. Und weil wir alle so verdammt außergewöhnlich sind, lassen wir gleich die ganze Welt daran teilhaben. Doch die außergewöhnlichsten Menschen, die ich kenne, stehen nicht im Rampenlicht. Sie stehen auf, auch wenn sie müde sind. Gehen zur Arbeit, auch wenn es mal schwerfällt. Sie wechseln Windeln, sie schmieren Schulbrote, sie hören zu. Sie fahren Bus, wenn die Stadt noch schläft. Sie bauen Häuser, sie pflegen Wunden, sie unterrichten Kinder. Sie sitzen in Wartezimmern mit kranken Eltern und in Ämtern mit Formularen, die mehr Seiten haben als das Leben Geduld. Sie bleiben, obwohl Weggehen leichter wäre. Sie machen weiter, auch wenn ihnen manchmal nach Aufgeben ist. Sie sind der stille Motor jeder Gesellschaft. Doch statt ihnen zu applaudieren, erzählen wir uns, dass ihr Leben nicht genug sei. Wir haben eine Welt kreiert, in der wir das Gewöhnliche belächeln. Aber was bitte ist so verkehrt an einem ganz gewöhnlichen Tag, in einem ganz gewöhnlichen Leben als ganz gewöhnlicher Mensch? Die Truman Show endet mit einer Tür. Jim Carrey steht davor. Er zögert. Dann geht er, raus aus der Inszenierung, hinein ins Ungewisse. Und vielleicht ist dieser Abschied hier genau das. Mein Schritt durch diese Tür. Zurück in ein stinknormales Leben. Aber eines, das mir allein gehört. Hallo Freunde, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen entspannten Start in 2026. Und ja, heute ein etwas trauriger Anlass. Ja, ich sehe das halt alles ein bisschen anders als Anna. Also ich glaube, ohne sie wäre dieser Kanal nie entstanden. Ja, es ist es. Und ich habe das auch einmal als unser gemeinsames Ding gesehen. Und ich habe es auch sehr genossen, so als Team das Ganze aufzubauen. Aber ja, ich kann dich auch natürlich verstehen. Und ich kann und will dich auch nicht zu etwas zwingen, das du halt nicht mehr fühlst. So. Und ja, ich glaube, so ganz von der Bildfläche verschwinden wirst du ja nicht. Hoffentlich. Ja, genau. Also es heißt jetzt nicht so, dass ich komplett von der Bildfläche verschwinde. Also ich werde bestimmt hier und da mal dabei sein oder mal in die Kamera lächeln, aber ich will halt nicht mehr so viel Zeit damit verbringen. Das ist okay. Mit dem ganzen Ding. Ja, es geht natürlich trotzdem mit diesem Kanal weiter. Weil Gott sei Dank. Das ist mir auch wichtig, dass es weitergeht. Weil dieses Projekt ist halt wirklich so wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, so dein Baby.
Und ich finde es auch übelst cool und so, nur ich sehe halt mich einfach nicht darin und bin trotzdem froh, dass es weitergeht, dass du es weitermachst. Ich liebe es, diese Videos zu machen und ich weiß, es sind nicht wahnsinnig viele Leute, die so regelmäßig hier auf diesem Kanal vorbeischauen, aber diejenigen, die es tun, habe ich halt mittlerweile auch ins Herz geschlossen. Ich feiere unsere kleine Community. Ich weiß es auch sehr zu schätzen, wie es bei uns in den Kommentaren so abläuft. Also wenn man das auch mit anderen Videos so vergleicht. Also bei uns ist wirklich ein richtig cooler Austausch und aus dem ich persönlich auch sehr viel mitnehme. So. Also ja, das mag ich und ja, es bedeutet mir auch natürlich sehr viel, wenn ich irgendwie lese, dass die Videos dem oder der ein oder anderen halt auch was geben so. Und ja, solange das so ist, werde ich das auch so weitermachen. Und ich freue mich auch schon auf das kommende Projekt, das jetzt ansteht. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall noch in diesem Video, zum Ende des Videos, auch noch genauer erzählen, worum es gehen wird. Es wird eine kleine YouTube-Serie sein. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen eure Unterstützung dabei brauchen. Aber ja, dazu später ein wenig mehr. Und ja, da das mittlerweile halt auch mein Job ist, bin ich natürlich auch auf Werbepartner angewiesen. Ich danke euch auch vielmals, dass ja, ihr das so gut aufnehmt, dass wir halt Werbung machen und dass die meisten von euch auch vollkommen verstehen, dass es ohne nicht geht. Und ja, deshalb möchte ich an dieser Stelle auch dem Partner unseres heutigen Videos danken und das ist Surfshark. Wenn wir reisen, gehört ein VPN für uns genauso ins Gepäck wie die Zahnbürste. Und wie einige von euch wissen, nutzen wir Surfshark schon seit Jahren. Denn Surfshark ist nicht nur einer der größten VPN-Anbieter weltweit, sondern auch einer der zuverlässigsten. Ganz einfach erklärt, Surfshark verschleiert eure IP-Adresse und leitet euren gesamten Internetverkehr durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel. Bedeutet, ihr seid deutlich sicherer im Netz unterwegs und eure Daten sind besser geschützt vor Trackern und Hackern, gerade im öffentlichen WLAN. Ziemlich praktisch finden wir auch, dass man in der App sich eine alternative Identität erstellen kann, mit eigener E-Mail-Adresse, Namen und Anschrift. Perfekt, wenn man sich irgendwo anmelden muss und nicht seine echten Daten rausgeben will. Und dann ist da natürlich Geoblocking. Nur dank Surfshark konnten wir zum Beispiel selbst in China WhatsApp und YouTube nutzen. Oder, egal wo wir gerade waren, auch auf RTL Plus oder die ZDF-Mediathek zugreifen. Probiert es also unbedingt selbst mal aus. Es gibt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Geht dafür einfach auf surfshark.com/Notizen oder nutzt unseren Code Notizen. Damit bekommt ihr 4 Monate zusätzlich oben drauf. Vielen Dank an Surfshark für die langjährige Partnerschaft. Ja, ich glaube, wir sprechen mal morgen weiter. Es ist mittlerweile relativ spät und ja, wir möchten den Samstagabend gerne auch noch ein bisschen zu zweit genießen. Ja, machen wir so, ne? Genau. Bis morgen. Vielleicht braucht Deutschland keine 3,5 Millionen Content Creator. Aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir auch keine 12 Streaming-Anbieter, keine 25 Sorten Nudeln im Supermarktregal und keine Straßenzüge, in denen mehr Cafés stehen als Bäume auf einem Berliner Spielplatz. Wir leben im Überfluss, nicht erst seit Social Media. Das einzig Neue ist, zum materiellen zu viel kam ein digitales dazu. Vor 60 Jahren mussten sich deutsche Haushalte mit nur 2 Fernsehsendern begnügen. Heute gibt es allein auf YouTube mehr als 30.000 Kanäle, die mehr als 1 Million Abonnenten haben. Ich habe nie davon geträumt, Content Creator zu sein. Als ich begann, mit YouTube Geld zu verdienen, schämte ich mich dafür. Es fühlte sich fast an wie ein Betrug, an der Idee von richtiger Arbeit. Dabei arbeite ich heute weit mehr als 40 Stunden die Woche an diesem Kanal und bin stolz auf das, was Anna und ich hier aufgebaut haben. Ohne Clickbait, ohne Skandale, ohne irgendwelchen Trends nachzulaufen. Klar, es gab Tiefen. Denn jeder Job, so traumhaft er von außen scheinen mag, ist am Ende ein Job. Natürlich plagen auch mich Zweifel. Nicht jedes Video wurde so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und finanziell ist das hier kein Fahrstuhl nach oben, sondern eher ein Drahtseilakt mit Gegenwind. Doch diese Plattform erlaubt mir das zu tun, was ich wollte, seit ich aus dem Stimmbruch kam. Geschichten erzählen. Frei, kreativ, ehrlich. Denn Worte sind nicht bloß Geräusche mit Bedeutung. Sie sind Werkzeuge, Spiegel, Brücken. Geschichten formen unsere Sicht auf die Welt und dadurch auch die Welt selbst. Und deshalb werde ich in den kommenden Monaten Geschichten aus Deutschland teilen.
Ich will dieses Land, das ich seit meinem 5. Lebensjahr Heimat nenne, bereisen. Und endlich richtig kennenlernen. Ein Land, das irgendwie kaputt scheint. Oder zumindest kaputt geredet wird. Ich will mich nicht am Untergang berauschen. Vielmehr möchte ich hinsehen, beobachten, zuhören. Herausfinden, was uns verbindet, was uns trennt, was noch trägt und was zerbricht. Ich will raus aus meiner Blase, raus aus den Algorithmen, rein in echte Begegnungen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. So, meine Sachen sind gepackt, denn ich werde in den kommenden Monaten Deutschland bereisen. Ich werde mal mit dem Auto unterwegs sein, mal mit dem Zug, vielleicht auch mal mit dem Fahrrad, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Und ja, ich werde auch Menschen treffen, die ich persönlich interessant, inspirierend oder auch kontrovers finde. Denn ja, ich finde, in Zeiten der Spaltung ist das Beste, was man tun kann, einander zu begegnen, offen. Und ja, in Zeiten, wo irgendwie jeder was zu sagen hat, ist es auch ganz gut, finde ich, auch einfach mal zuzuhören. Und genau das werde ich tun. Ja, es werden also in nächster Zeit kleine Reportagen aus Deutschland kommen. Ja, ich würde euch auch gerne bei der Entstehung der kommenden Videos mehr mit einbeziehen. Würde mich also sehr darüber freuen, über jede Form von Tipp, Idee, Kritik, Anmerkung. Und falls ihr vor Kamera über ein bestimmtes Projekt oder über einen Missstand vielleicht auch sprechen möchtet oder jemanden kennt, den ich unbedingt treffen sollte oder einen Ort, den ich unbedingt besuchen sollte, ja, schreibt es unbedingt in die Kommentare, würde mich sehr, sehr darüber freuen. Das hilft mir extrem weiter, weil ja, im Endeffekt mache ich die Videos ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und ja, die letzten Worte gebühren dir, liebe Anna. Ja, das hört sich jetzt so heftig an, die letzten Worte. Man wird mich ja auf jeden Fall nochmal hin und wieder mal sehen, aber nicht mehr in der Form, wie es vorher war. Aber ja, ein riesen Dankeschön an euch alle. Ich habe den Austausch in den Kommentaren geliebt. Ich gehe irgendwie mit so einem lachenden und weinenden Auge. Ich habe das Gefühl, so eine Ära geht vorbei, aber wenn etwas vorbeigeht, heißt es ja nicht, dass etwas schlecht ist oder so, sondern einfach, ja, ein Kapitel schließt sich und ein neues öffnet sich. Und ja, ich freue mich auf das jetzt, was bei mir kommt, dass ich mich so auf meine Sachen konzentrieren kann und bin auch gespannt, was jetzt Eugen mit dem Kanal macht und bin so gespannt auf die Projekte und ja, das so als Außenstehender ein bisschen zu sehen und ja, nicht so involviert zu sein, finde ich auch spannend. Ich hoffe, dass ihr dabei bleibt und auch genauso gespannt seid wie ich, wie es weitergeht. Und ja, Dankeschön und bis bald, hoffentlich. Bis bald.